Wir haben heute eine One-Off aus Composite, also mit Holzkern. Ich bin echt gespannt auf das Boot. Der Erbauer hat da irgendwie 30 Jahre dran gebaut und soll ein richtig tolles Boot sein, was schon eine Langfahrt hinter sich hat. Eine krasse Historie. Du Ja. sagst das so beiläufig. 30 Jahre Bauzeit. Es ist auf jeden Fall ein Boot mit sehr spannender Historie, mit einer dicken Seele. Das wissen wir jetzt schon, ja. Und eine sehr interessante Konstruktion auf jeden Fall. Und ich höre jetzt schon Sönke, wie er Moin ruft. Moin! Sehr schön. Da ist ja richtiger Klopper von der Ferne. Ey. Wahnsinn. Fällt auf jeden Fall. Ja. Ja. Ordentlich. Guck mal in hier. Das geht gar nicht. Sieht lustig So aus. in der Schiffsbadewanne. Was ernsthaft? Ja. 1,2 Tonnen. Was? Echt? 1000 Amperestunden, 24 Volt. So, die Kiste lädt und wir gehen segeln. Ja, wir gehen uns erstmal das Boot angucken und dann gehen wir segeln. Ja. 30 Jahre Bauzeit. Naja, da gibt es ja einige, die lange ein Boot bauen und dann das Boot kommt dann nie ins Wasser, weil sie irgendwie dann keine Kraft mehr haben oder zu alt sind oder was auch immer. Das gibt's ja leider. Tja, hier liegen auch schon ein paar nette Schiffchen im Hafen, ne? Kann man gut Boote gucken. Hi! Moin! Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß euch! Tagchen. Hi. Hey! Das ist Sönke, treuer Zuschauer unseres Kanals und Eigner dieses Schmuckstücks. Sehr schön. Da ist ja richtiger Klopper von der Ferne. Ey. Wahnsinn. Fällt auf Schiff. jeden Fall. Ja. Ja, Jetzt spannen wir euch mal nicht weiter auf die Folter. Was schaut ihr euch hier gerade alle an? Wie gesagt, ein Einzelstück und zwar vom Typ Kalb 55. Ein sehr interessanter Name für einen Bootstyp, finde ich. Man hat ein mehr oder weniger elegantes Riesenbabytier im Kopf. Daher stammt er aber nicht, sondern vom Nachnamen des Ersteigners und Erbauers. Der hat 1983 den Holzrumpf in Auftrag gegeben. Darüber sprechen wir nachher am Ende des Videos nochmal genauer bei der Sommerfeldwerft. ja, dann hat er das übernommen und selber ausgebaut, komplett. Ja. Und dafür hat er halt 30 Jahre gebraucht. Und wie er fertig war, oder er war nicht ganz fertig, hat er das Schiff ins Wasser gesetzt und ist 2 Monate später gestorben. Traurig. So ist es, ja. Eins von vielen solchen Projekten. Ja, Ne? genau. Das war 2014. Das Boot stand dann 3 Jahre lang unfertig an Land in Heiligenhafen und dort hat es Sönke 2018 dann entdeckt und sich sofort verliebt. Die letzten ca. 10% der Fertigstellung hat er mit der ansässigen Werft besprochen und sich, mächtig verkalkuliert. Also du hast hier nichts dazu gekauft. Das Doch, an ganz viel. Ach so, ja? Ganz viel. Also alles, was Ausstattung ist. Da ist eine neue Maschine drin, neuer Generator drin. Da ist alle Elektrik neu. Da ist ein Watermaker, Bugschallruder. Okay. Also ich habe nochmal locker 250.000, 300.000 Euro reingesteckt. Das Boot war unheimlich komplex gebaut. Der hatte zum Beispiel einen Wellenstromgenerator eingebaut. Ein Hydrogenerator sozusagen, der Nee. auf der Welle saß. Ja, genau. Ja, ja. Aber nicht einen, Ja, nee. sondern Ja, so einen hat sich die alten Welle Klasse. mitgedreht, ja. Der hatte einen riesigen Autopiloten aus der Berufsschifffahrt eingebaut. Ein Monster. Ja, und das habe ich alles rausgenommen und versucht so zu vereinfachen, dass man es auch irgendwie in den Griff kriegen kann. Ja, Das ist ja. immer noch komplex genug. Ja. Und zu wie viel wart ihr hier auf dem Boot? Auf der Reise? Unterschiedlich. Also eigentlich nur wir drei. Meine zukünftige Ex-Frau, ich und unsere Tochter mit 9 und der Hund. Ihr seid quasi als Familie hin und Ja, so als in Single etwa, zurück. Ja, genau. Gibt's auch seid öfter ihr, mal. nicht, seid ihr nicht die Einzigen. Nein, habe ich von gehört, ja. Das Zwackstag und das Jackstag, die sind aus Dynema hier, was ihr gut findet. Wollten wir bei uns auch noch mal machen. Kommt ja auch vielleicht noch. Die Wachskiste sieht vernünftig aus. Wollen wir mal aufmachen? Ja. Mal reingucken. Was gibt der gerade?
Ja, schade, dass er voll ist, ne? Ja. Da geht eine Menge rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist natürlich immer so eine Sache. Ne? So eine Tiefgarage ist schön, aber Na, wenn du das Zeug nur oben drauf legst, dann kommst du unten nicht mehr ran, ne? ja, ich habe da schon eine Ordnung drin. Ne? Hier an der Seite ist die Kette. Ich habe die Tampen und so sortiert, dass ich weiß, wo was ist. Ja. Aber bleibt ja immer noch Tief. tief. Ne? Genau. Das ist wie beim Kühlschrank, ne? Ja. Wenn du so einen Toploader hast, dann musst du auch gucken, wie du es sortierst. Also der Erbauer hat nur für das Material fürs Schiff 1,2 Millionen D-Mark bezahlt damals. 1,2 Millionen. Nur fürs Material, ohne Arbeitsstunden. Ordentlich. Du machst alles vom Steuerstand aus, wie ich sehe. Ja. Sind ein paar Knöpfe. Ja. Du kannst das Schiff komplett von hier fahren. Du kannst es auch über den Atlantik und auch noch bei relativ viel Wind so fahren, wie es jetzt ist. Also so aufgebaut mit Kuchenbude. Wenn du hier mal deine Winchen servicen möchtest, dann bist du ja eine Woche beschäftigt. Habe ich gerade gemacht. Hast du gerade gemacht? Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und dann am Mast hast du auch noch welche? Ja, das ist ein Das ist ein hydraulischer. Und das sind manuelle und Das sind dieses hier sind elektrische. Das sind elektrische, das sind manuelle. Ja. Okay. Guck mal, drück mal auf den Knopf da unten, Hendrik. Hier, den da. Den ja? Warum hast du elektrische und die hydraulisch? Die war Die war? und die habe ich eingebaut. Ach, okay. Weil wir mit kleiner Crew fahren, Ja. wollte ich, dass wir mit den Genua-Schoten das komfortabel haben. Der Motor, der eingebaut war, warum hast du den ausgetauscht? Das war ein Diesel, so ein aus dem Unimog. Ja. Ein Ölklumpen ohne Gleichen. Der hatte eben auch Jahre gestanden, war nicht benutzt Ist worden. totgestanden, ne? Marinisiert, aber nicht wirklich gut. Ich glaube, das hat er selber gemacht. Ach so. Ich war da nicht begeistert von. Okay. Und jetzt? Janmar. Und reicht aus die 85 PS? Ja, also ich hätte jetzt wahrscheinlich 110 gemacht, so, ne? Ja, ja. Aber ich bin mit den 85 gut klargekommen. Das ist mal eine Heckkabine, ne? Ja. Mach nochmal ihn hier. Hier? Und das geht gar nicht. Zweimal muss ich das machen. Wir haben mal richtig Platz. Ist das ein Maschinenraum, das Klo? Oh! Du meinst, weil man so viel Zeit in diesem Maschinenraum verbringt auf Langfahrt, dass wenn du halt mal musst, einen möglichst kurzen Weg hast, ja? Ja, genau, so ist es. Ist doch gut genutzt, der Platz. Warum nicht, ne? Ich meine, du sitzt auf Klo, ist immer schön warm. Kannst hier in Ruhe sitzen, kannst schön den Motor anschauen. Warte mal, da muss ich hier erstmal ein Bild für Instagram machen. Ah, es ist ja ein nettes Örtchen hier. Ja, ne? Ja, kannst du hier sitzen und kannst du den Motor mal anschauen, ne? Das war die Reservetoilette. Da hatte der, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Klos mit diesen riesen Pumpen, genau. so von Rheinstrom, Ja. war da drin, die fand ich dann furchtbar. Hier waren klassische Bleisäure-Akkus drauf. 1,2 Tonnen, 1,2 Tonnen. Was? Echt? 1000 Ampere-Stunden, 24 Volt. Okay. Und jetzt? Monster. Gibt's Lithiumbatterien, Okay, die sind hier vorne verbaut. okay. Wie viel Amperestunden? 800 Auf 24 Volt. auf 24 Volt. Schon viel Technik drin hier, ne? Da muss man schon ordentlich. Da braucht man schon erstmal eine Zeit lang, um sich zurechtzufinden. Ja. Hier. Als Neuling. Wie hast du es gemacht? Learning by doing. Ja. Also erstmal haben wir ganz viel, das war wesentlich komplexer aufgebaut von der Verkabelung und so. Wir haben ganz viel vereinfacht und haben es dabei auch dokumentiert. Ne? Es gibt Pläne dafür. Achso, Okay. Perfekter Moment. Oh, danke schön.
Du musst mit dem Boot hier auf Langfahrt gehen wollen, dann ist das auf alle Fälle eine gute Sache. Als Urlaubsschiff ist es viel zu groß. Ja. Und viel zu aufwendig. Viel zu aufwendig, ja, genau. Du musst halt drauf wohnen, damit du das auch alles instand halten kannst und pflegen kannst. Ne? Das ist dann halt so Lebensaufgabe. Man muss halt ein Holzschiff, also du musst immer ein Auge drauf haben. Ne? Sobald irgendetwas ist, musst du das reparieren, weil damit es eben nicht fault und keine größeren Schäden nimmt. Beim Stahlschiff rennst du nur mit Schmirgelpapier und Pinsel rum und ähnlich ist es halt hier. Ja, die Tischlerarbeiten, die man hier so sieht, das hat er alles selber gemacht. Der hat sich eine Tischlerwerkstatt eingerichtet und hat alles, was du hier siehst, selber gebaut. Krass. Den gesamten Innenausbau hier. Der hat echt Geduld gehabt, oder? Das ist doch der Inbegriff von Seele, oder? Ja, absolut. Ein Brotbackautomat. Langfahrt, ne? So typisch. Also, du meintest ja, du kommst mit deinen 700 Watt Solar nicht so richtig hin, ne? Nee. Deshalb. Das ist mal ein Bad. Ja. Nee. Da ist eine Badewanne. Ja. Sieht lustig aus, in der oder? Schiffsbadewanne. Naja, so lang machen kannst du dich natürlich nicht. Die Knie werden vielleicht auch nicht nass, aber... Jetzt siehst du aus wie so ein Zwerg in der Badewanne. Ja, ist das so? Ja. Also wir sind hier gerade zu dritt im Bad, schon ordentlich groß hier. Hat auch eine schöne Kopfhöhe, also was ja bei vielen Booten nicht. Ne? Das ist jetzt aber die einzige Toilette an Bord. Ne? Ja. Also das einzige Bad sozusagen. Ja. Ach, reicht doch aus, was willst du mit? Na, deswegen ist es ja so groß. Ja. Also lieber ein großes als Genau. 2 Mini. Ja, 80 Liter die Stunde. Ja, ich hatte da einmal so auf dem Atlantik so eine Schrecksekunde. Bin ich morgens aufgewacht so im Bett und denke, wieso läuft die Wasserpumpe? Dann bin ich aufgestanden, hab die erstmal abgeschaltet hinten und bin dann gucken, alle Tanks leer. Mitten auf dem Atlantik. Oh, echt? Watermaker angemacht, bisschen laufen lassen, bis wieder ein bisschen Wasser in den Tank war, Pumpe wieder angemacht, wieder alles leer. Was war passiert? Der Duschanschluss außen, da war der Schlauch geplatzt. Da war Druck drauf und hat über Nacht 1500 Liter Wasser aus dem Schiff gepumpt. Das ist ein super geiles Beispiel, Für weswegen wir gesagt haben, wir nehmen Fußpumpen. Ja, wenn Ja. mal ein Kind einen Wasserhahn aufdreht Ja. oder irgendwas kaputt Ja. geht, dir läuft das Wasser weg. Das ist einfach weg. Ne? Genau. Und wenn du keinen Wassermacher hast, dann hast du einen Scheiß. ja. Ja. Und deswegen habe ich hinten Absperrhähne eingebaut. Das ist so eine von diesen kleinen Lessons learned. Ja, auf alle Fälle. Ah ja, okay. Also, die 2 Kabinen sind nicht riesig. Nee, die ist ja relativ. Hier kannst du bestimmt gut schlafen Das, drin. wenn ich jetzt Leute mit an Bord habe, haben wir genau die benutzt. Ne? Genau. Das ist hier so. Ja. Ist dann eher Das ist eigentlich Abstellkammer. eine Ne? Segelpflicht. Die Pamina wurde ja in den 80ern konstruiert. Klassischer Schnitt mit stark ausgeprägtem positiven Vorsteven heißt, dem Boot fehlen innen gefühlt 2 Meter im Wohnraum. Vor allem merkt man das im Bugbereich. Sogar eine Beneteau 473 zum Beispiel, also ein deutlich kürzeres Schiff, hat eine längere Wasserlinie als die Pamina mit 13 Metern. Obwohl sie über alles 16,5 Meter misst. Das ist ganz interessant. Von oben sieht man den Unterschied in den Generationen auch sehr deutlich im Vergleich mit der noch längeren Beneteau nebenan. So, wir bereiten jetzt das Boot vor. Zum Auslaufen einmal eine Runde Testsegeln hier draußen. Habe ich dir von dem Vulkanausbruch berichtet? Wir waren mit dem Schiff auf den Grenadinen, wie der Vulkan ausgebrochen ist. St. Vincent. St. Vincent ist ausgebrochen. Ja, riesen Aschewolken und wir in der Bucht von Kingston Ja. mitten im Ascheregen. Okay, Danach war das Schiff so hoch bedeckt mit Asche. krass. Und ich finde heute noch Reste irgendwo. Wir haben gereinigt. So, illegal importierte Asche hier. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Ja, wir haben jetzt Februar. Und da fährt man ja eigentlich normalerweise nicht so richtig raus. Und Sönke war aber so nett für uns, das Boot auszuwintern. Es war nämlich eingewintert, damit wir heute das mal aufnehmen können und eine Probefahrt machen können. Bei schönem Wind. Ja, war eine recht spontane Aktion. Ne? Wir haben vor 3 Tagen telefoniert. Jo, wir kommen Sonntag. Hat gut funktioniert. Hier drin ist wie eine andere Welt. Hier kriegst du ja nichts mit von Wind und Wetter. Ja. Verstehe
Bist du geschützt drin, auf alle Fälle. Zum Segeln für lange Turns, du kannst ja die Sachen wegnehmen, wie du es haben möchtest, aber es ist einfach gut. Das ist wie ein Decksalon. Ja, nur ohne den Salon, ne? Ja. Ja, ab dem zweiten Saarlingspaar ist das Segel schwerer als ich. Also kurbelt Hendrik jetzt. Schwitzt ja etwa? Man kommt langsam ins Schwitzen. Naja, mühsam ernährt sich das Murmeltier, ne? War es nicht das Eichhörnchen? Kann auch sein. Jo. Jetzt geht es vorwärts. 21 Tonnen, die merkt man auf alle Fälle. Ich glaube, man könnte noch einiges rausholen aus dem Boot. Ja, das ist ja als Passatbesegelung immer noch drauf. Das heißt, wir fahren gerade mit 2 Vorsegeln, die quasi aneinander liegen. Und das ist natürlich strömungsmäßig ist das nicht besonders günstig. Da ist sicherlich auf alle Fälle mehr rauszuholen. Das Boot ist ein klassischer Schnitt. Ne? Das ist quasi ein Rundspann. So ein Rundspann ist ja nicht so formstabil wie ein modernes Schiff mit einem flachen Rumpf. Was natürlich auch Vorteile hat, aber es hat den einen Nachteil, dass er halt relativ schnell kränkt, obwohl wir jetzt nicht so viel Wind haben. Was aber auch daran liegt, dass die Segel nicht ordentlich getrimmt sind. Also insofern gibt es da noch einiges rauszuholen. Aber von der, ich sag mal, von der Bewegung her ist es echt nett, ne? Ja, sehr angenehm. Ja. Tommy, das ist die Kackebürste vom Hund gewesen. Was, ernsthaft? Ja. Was? Ja. Okay, also, weißt du, bei Jörn hatten wir ja den Nagellack und so, ist so spezielle Lösung, deswegen dachte ich mir, die Bürste hat irgendwie eine grandiose Bedeutung. Hat sie auch, die ist enorm wichtig. Das hat dir gerade viel Freude bereitet, Das hat mir oder? gerade viel Freude bereitet, genau. Ich habe mir gedacht, lässt ihn mal da vorne mit der Bürste rumspielen. Aber ihr habt es nicht hingekriegt, dass er gelernt hat, seinen Hintern über Bord zu hängen, oder? Aber du glaubst nicht, was für ein Gefühl das ist mit so einem großen Hund in der Karibik, in irgendeiner Bucht. Ja. Dass wir nie Gedanken darüber machen. Musstest du noch, aber also, was hast du denn da gemacht? Das ist ein Theater, oder? In jedem Land ein anderes. Das hat so ein bisschen was von Wahlgesprächen, ne? Ja, genau. Das ist bestimmt gut für die, also ne, wenn dann irgendwie Delfine ringsherum schwimmen oder Wale oder sowas. Ja, kannst du Hast du anlocken. mal Begegnungen mit Walen gehabt? Ja. Ja? Die lockst du an mit den Geräuschen hier, oder? Ja. Delfine haben wir fast jeden Abend gehört. Immer wenn du mit Autopilot fährst. Ja. Wale vor allen Dingen von den Azoren. Ja. Viele. Haben sie zurückgeantwortet, ein bisschen gesprochen mit dir? Wir können einmal drehen und das groß reinholen, oder? Jetzt haben wir nämlich Platz, ja. Jetzt!
Sönke hat ja mit seiner Pamina eine ähnliche Runde gedreht wie wir damals, also 2 Jahre in die Karibik und zurück. Alles mitten in Corona, also überall alles dicht. Wann war das? 2020? Und, ja, 21. Früher 21 ging schon einigermaßen, aber war immer noch spannend. Das heißt, ihr habt Tobago Keys und sowas ohne Boote erlebt? Wenig Boote, ganz wenig Boote. Träumchen. Tauchen in den Tobago Keys zwischen den Schildkröten mit wenig Booten. Für seine nächste Runde soll etwas Neues her. Also die Pamina, die muss weichen, sie soll verkauft werden. Was wird das nächste? Ein Katamaran. Ein Alu-Katamaran, ja. Ja, wenn es geht schon. So, wenn man sich das Boot so anschaut, dann sieht man eigentlich schon, was so die typische Zielgruppe, die Käuferzielgruppe sein könnte. Für wen das was ist. Wir haben also 2 ungefähr gleich große Boote, das ist ein bisschen größer, aber 2 völlig unterschiedliche Zielgruppen. Ja. Das ist eher so der Küstensegler, der Luxus braucht. Und das ist für Langfahrer. Ist aber nichts für Ostsee oder sowas, sondern das ist schon ein Boot, mit dem man längere Zeit unterwegs ist, weil es halt 55 Fuß groß ist und viel Technik beinhaltet. Das lässt man halt nicht liegen, sondern da wohnt man drauf. Man muss sich eben auch drum kümmern. Für Liebhaber, ne? Naja, für Liebhaber, die es lieben, unterwegs zu sein. Ja. Oh, wow. Das ist eine Diskusscheibe. Eine ovale. Ja. Ovale. Mit Loch in der Die Mitte. neueste Form. Ja, hier sieht man den Aufbau. Ne? Das hast du rausgeschnitten oder wurde rausgeschnitten, als das Buchstabenruder eingebaut Ja, wurde. Ne? Das sind 4 Lagen Holz. 38 mm insgesamt. Außen ist es beschichtet mit 2 Lagen GFK. Und dann ist es aber auch nochmal mit 2 Lagen Epoxy beschichtet. Und dann die normale Farbe. Ne? Genau. Und hier auf dem Deck haben wir Holz, was dann mit 2K Farbe beschichtet ist. Ne? Und klar, wenn man irgendwas draufknallt oder sowas, dann muss es halt gemacht werden. Sieht aber super aus. Also es ist eigentlich überhaupt gar nichts hier, außer hier eine kleine Stelle, die muss dann halt mal wieder gemacht werden jetzt. So, da muss man sich halt drum kümmern. Abgeschliffen und dann neu beschichtet. Das ist ein spezielles Boot. Und es ist ein Holzboot und es ist eine One-Off. Und sowas verkaufst du halt nicht einfach. Da muss man halt mit den Leuten reden. Und so ein normaler Makler, der setzt es halt in Plattformen rein. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja der Grund, warum ich euch kontaktiert habe, weil ich mir davon versprochen habe, dass das so eine Situation ergibt, dass ich mir dann bei einem neuen Boot von euch helfen lasse und vielleicht einer eurer Käufer Langfahrt genau so ein Schiff gebrauchen kann oder sucht. Ne? Hat viel Spaß gemacht, hast du Ja. ein schönes Schiff. Danke. Schönes Danke, hat mir auch Langfahrtschiff. Spaß gemacht. So, das war doch mal ein schöner Segeltag mitten im Februar. Ja, Echt und cool. gar nicht so kalt. So, Freunde, der Sönke, der möchte die gute Pamina verkaufen. Wenn unter euch jemand dabei ist, der dieses Schiff sehr schön findet, so schön wie wir. Für den das Boot quasi der Deckel vom Topf ist. Ja, So soll es geben, ne? Dieser Topf braucht halt wirklich einen passenden Deckel. Es ist halt Genau. nicht einfach mal so, wie die Beneteau, die daneben steht, sondern Na, mit der Beneteau würde ich nicht auf Langfahrt gehen, mit dem würde ich auf Langfahrt gehen. mit diesem massiv viel Equipment darauf ist die Preisvorstellung 250.000 €. Und wenn das für jemanden interessant klingt, in der Videobeschreibung ist die E-Mail-Adresse von Sönke. Einfach anschreiben. Wir haben jetzt kein Gutachten gemacht natürlich, ne? Aber es sieht erstmal in einem sehr guten Zustand aus. Ja. Und dafür, dass es 1980 oder so angefangen wurde zu bauen, ist es ja doch noch recht jung eigentlich. Ja, na denn. Na dann, Vielen Dank für Speise und Trank. ganz gerne. Kommt Super. gut weiter. Schön euch kennengelernt zu Ja, haben. war ein schönes Segeln. Gleichfalls. Ja, fand ich auch. Kommt Bis bald. Ne? gut nach Schlickau. Jetzt festhalten, nächste Woche gibt es uns das komplette Wochenende lang, also Samstag und Sonntag. Einmal das Testsegeln des Outremeers 45 mit Jimmy Cornell und dann haben wir richtig große News. Daraus machen wir eine Premiere mit Live-Chat, also wer dabei sein möchte, unbedingt nächsten Samstag 10 Uhr vormittags einschalten. Wer jetzt schon wissen möchte, worum es gehen wird, der kann hier das eingeblendete Video von der Testwell 49 anschauen. Auch eine Folge Zeig uns dein Boot, das war echt witzig. So Freunde, war wieder schön mit euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.